Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil von Modul 5, manuelle Annotation. In diesem Teil beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten und Problemen von Crowdsourcing. Wir werden zunächst schauen, welche drei Arten von Crowdsourcing es gibt, welche Eigenschaften das sie haben und dann noch einen Blick auf die Herausforderungen des Qualitätsmanagements im Bereich des Crowdsourcing werfen. Crowdsourcing kann man gemäß der Crowdsourced Enzyklopädie Wikipedia als einen Begriff charakterisieren, der sich aus dem englischen Wort Crowd und dem Wort Outsourcing, das heißt das Auslagern von Arbeitsleistungen, zusammensetzt. Es geht dabei immer um internetbasierte Arbeit, oft auch partizipativ, um Zusammenarbeit. Die Arbeit kann freiwillig oder gegen sogenannte Mikrobezahlung gemacht werden. Die Arbeit ist typischerweise distribuiert organisiert. Das Internet bringt die Leute zusammen und in einem typischen Crowdsourcing-Prozess werden Laien für datenintensive, aber auch mittlerweile für wissensintensive Prozesse benutzt. Wichtiges Merkmal von Crowdsourcing ist es, dass es die traditionellen gesellschaftlichen Anstellungsformen oder auch die traditionellen Berufsqualifikationen, das heißt Experten, ignoriert. Man könnte sagen, Crowdsourcing hat eine hässliche Seite und die stellt sich in der Frage, wie komme ich möglichst schnell und möglichst billig zu meinen Daten oder Resultaten. Wenn man das Ganze positiv betrachtet, die schöne Seite anschaut, dann stellt sich hier die Frage, wie kann ich andere Menschen dazu bringen, sich für meine Sache zu engagieren. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt man sich, wenn man Crowdsourcing benutzt. Ich möchte nun die drei Hauptarten von Crowdsourcing kurz einführen. Eine wichtige Gruppe sind die sogenannten Bezahldienste oder Micro-Working-Plattformen. Dabei ist Amazon Mechanical Turk eine der ersten solcher Dienste, die entstanden sind 2006. Die Arbeit wird dabei auf kleine Hits, das sind Human Intelligence Tasks, heruntergebrochen. Jeder Hit braucht eine gewisse menschliche Intelligenz und sie wird mit einigen Cents bezahlt. Die zweite Art, Crowdsourcing zu betreiben, ist, es in ein Spiel zu verwandeln. Game with a Purpose, Gamification ist hier das Stichwort. Eines der ersten populären Spiele war das sogenannte ESR-Game, wo es darum gegangen ist, Stichwörter zu Bildern zu annotieren, und zwar in einer Spielanlage. Das Ziel bei GWAPS ist, dass die Arbeit so in eine Spielanlage eingebaut wird, dass durch das erfolgreiche Spielen die Arbeit möglichst gut erledigt wird. Die dritte Gruppe von Crowdsourcing ist die Arbeit von Freiwilligen. Ein Stichwort dazu ist Citizen Science oder Bürgerwissenschaften. Eine wichtige Plattform, um solche Projekte zu publizieren, ist crowdcrafting.org. Dort wird die Arbeit durch das Engagement von Freiwilligen erledigt, ohne Entgeltung. Schauen wir etwas genauer an, was Bezahldienste ausmacht. Es gibt verschiedene Anbieter. Mechanical Turk ist ein großer, Crowdflower, in Amerika basiert ebenfalls. Es gibt gerade für Crowdworker, die Deutsch können oder noch viele andere Sprachen, die Plattform Clickworker. Generell gilt, dass solche Bezahldienste die Arbeit sehr schnell und auch sehr günstig erledigen können im Vergleich zu Experten. Diese Plattformen bieten mittlerweile ein relativ gutes Qualitätsmanagement an. Das heißt, die Plattformen schauen, dass sie
qualifizierte Turker, also Arbeiter, anbieten können. Es gibt mittlerweile Plattformen für die Textanalyse, wie zum Beispiel Gate, die die crowdbasierte Annotation direkt in ihre Plattformen integrieren. Hier sehen wir ein Beispiel, wie Crowd-Annotation in der Plattform Gate integriert ist. Man kann einerseits die Task direkt in der Textanalyse-Plattform konfigurieren. Dort sind auch die Daten abgelegt. Danach kann man diese Task abschicken an die jeweilige Plattform. Bei Gate ist das Crowdflower. Die Plattform macht die Durchführung der Annotationsaufgabe und aus Gate heraus kann man diese starten und dann die Resultate wieder aggregieren und als Annotationen ablegen. Aggregieren heißt zum Beispiel, dass der Mehrheitsentscheid der Turker für eine bestimmte Textstelle als die definitive Annotation gewählt wird. Man kann aber auch die unterschiedlichen Annotationen von unterschiedlichen Annotatoren separat ablegen. Zweite Hauptart, Gamification. Hier erfolgt die Datensammlung typischerweise langsamer als bei Bezahldiensten. Wenn eine hohe Bekanntheit zum Beispiel durch soziale Medien, Facebook und so weiter gegeben ist, kann trotzdem in relativ kurzer Zeit einiges an Daten gesammelt werden. Wenn man richtige Gewinne, Gutscheine anbietet für leistungsstarke Spielende, dann kann das zusätzlich die Motivation steigern. Insgesamt hängt der Erfolg von so einem Spiel natürlich davon ab, ob man einen gelungenen Spielanreiz programmieren kann. Es geht also darum, eine zündende Idee zu haben, um sein Datenproblem zu lösen. Einzelne Elemente, die für die Gamification wichtig sind, zum Beispiel Ranglisten oder Auszeichnungen für besonders gute Mitarbeitende, sind auch in der freiwilligen Arbeit ein ganz wichtiger Motivationsfaktor. Also man kann Aspekte der Gamification und sollte das auch in die freiwilligen Arbeit einbauen. Wer sich für weiterführende Literatur zu Sprachressourcen und Gamification interessiert, dem habe ich hier einen guten Literaturhinweis angefügt. Dort werden auch Kostenabschätzungen für die Gamification eines Problems gegeben. Eines der erfolgreichsten Spiele waren sogenannte Bildannotationsspiele, wo man Bilder mit Schlüsselwörtern versehen hat, das sogenannte ESR-Spiel. Eine Variante dieses Spiels für kunsthistorische Bilder ist unter artigo.org verfügbar und wir sehen hier als Beispiel eine Variante dieses Spiels, das sogenannte Tabu-Spiel. Man muss weitere Stichwörter hinzufügen zu einem Bild, aber darf die bereits bestehenden Wörter nicht verwenden. Es geht hier also darum, zu bestehenden Schlüsselwörtern zusätzliche, neue, bisher noch nicht annotierte Schlüsselwörter zu finden. Man kann, wenn man es geschickt macht, in solchen GWAPs auch die Richtlinien ins Spiel integrieren. Hier sehen wir ein Beispiel eines OCR-Korrekturspiels, wo in der Anfangsphase der Coach dem neuen Spieler erklärt, wie korrigiert werden soll. Und hier haben wir Malva Cehe mit einer Ligatur Ä und der Coach sagt, dass man diese Ligaturen ausschreiben soll als AE. Die dritte Form von Crowdsourcing ist sogenannte Freiwilligenarbeit, Citizen Science oder Bürgerwissenschaften. Es gibt im deutschen Sprachraum mehrere Plattformen, wo solche Projekte vorgestellt werden können. Ich habe die englische Plattform crowdcrafting.org schon erwähnt, wo man sehr leicht seine eigenen Projekte hosten kann. Bei Freiwilligenarbeit ist es zentral für die Motivation, dass für die Leute, die mitmachen, der Nutzen
für die Gesellschaft, für die Wissenschaft oder für die Natur klar ist. Man kann solche Projekte auch als wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit verstehen. Es ist bei diesen Projekten gar nicht unbedingt nötig, dass die Crowd besonders groß sein muss, also hunderte Personen umfassen muss. Wichtig ist eigentlich nur, dass man Leute findet, die motiviert sind und motiviert bleiben und die Arbeit erledigen, die man erledigt haben möchte. Man muss also gezielt eine geeignete Community finden, anwerben. Zum Beispiel sind die Genealogen sehr aktiv oder wir haben für unser OCR-Korrekturprojekt der SAC-Jahrbücher gezielt die Mitglieder des Schweizerischen Alpenclubs angesprochen. Man kann mit solcher Freiwilligenarbeit Daten sammeln, man kann Texte transkribieren, auch Manuskripte transkribieren, man kann die Leute zum Spenden von Sprachdaten aufrufen, man kann sie übersetzen lassen, man kann sie Alltagswissen sammeln lassen. Man kann sie natürlich auch die Daten korrigieren oder annotieren lassen. Ich möchte jetzt einige Beispiele zeigen. Ein genealogisches Datensammlungsprojekt ist es zum Beispiel, Grabsteininschriften zu transkribieren, die man zuerst fotografiert hat. Ein weiteres Beispielprojekt sehen Sie hier. Es geht darum, dass man auf crowdcrafting.org sehr einfach PDF-Transkriptionen machen lassen kann. Es gibt dort Tools, Werkzeuge, mit denen man auf dieser Turker-Plattform sehr leicht solche Arbeiten hosten kann. Die Smithsonian Library hat eine eigene Transkriptions-Webplattform, um alte Bücher zu transkribieren, insbesondere wissenschaftliche Bücher. Hier sehen Sie ein schönes Beispiel, Boetius de Institutione Arithmetica, wie man auf dieser Webplattform den lateinischen handgeschriebenen Text transkribieren kann und auch Notizen hinzufügen kann. Für die Drucke des 18. Jahrhunderts, englische Literatur, gibt es ebenfalls ein schönes Beispiel, eine Webplattform Typewrite, wo man das Digitalisat umschreiben kann in XML. Ich komme nun zur großen Herausforderung, wenn man Crowdsourcing macht, nämlich das Qualitätsmanagement. Dem Crowdsourcing liegt der Glaube zugrunde, dass die Menge, die Crowd, der Schwarm insgesamt eine hohe Intelligenz hat. Und eine grundlegende Hypothese beim Crowdsourcing ist, dass mehrere billige Laien die Leistung von einzelnen Experten annähern, erbringen oder allenfalls sogar übertreffen können. Um diese Qualität zu erreichen, ist oft eine Aggregierung der Information notwendig. Das heißt, man hat mehrere Meinungen und entscheidet sich dann dafür, was die Mehrheit möchte. Das kann ein Mittelwert sein, das kann einfach die häufigste Kategorie sein, die einem Datum zugewiesen wird. Auf Bezahldiensten, aber zum Teil auch bei der freiwilligen Mitarbeit, muss man schauen, dass man Dinge, die keine Qualität haben, aber auch Dinge, die über Spammer oder Vandalen oder Bots eingebracht werden, ausfiltern kann oder dass man solche Leute ausgrenzen kann. Das kann man durch Testaufgaben machen, die beim Eintritt oder zufällig während der Arbeit eingefügt werden und wo man weiß, was die korrekte Antwort ist, so dass man Leute oder Programme identifizieren kann, die einfach irgendetwas anklicken, ohne sich eine Überlegung zu machen. Mittlerweile bieten Bezahldienste eigene Qualifikationssysteme an,
aber es ist auch immer wichtig, dass man sich überlegt, wie man die Qualität sichern kann, auch bei freiwilligen Arbeit oder wenn man ein Spiel designt. In den letzten Jahren hat man das, was die Crowd machen soll, ein bisschen komplexer strukturiert. Eines der wichtigen Beispiele war die Arbeit von Bernstein et al. Sie haben die Aufgabe der Textkürzung und auch der Grammatikprüfung an die Crowd delegiert, aber nicht in einer Form, dass ein einzelner Türker die ganze Aufgabe lösen würde, sondern es wurde eine arbeitsteilige Crowd gemacht. Und eines der wichtigen Muster, um eine solche Arbeitsteilung zu produzieren, ist das Find, Fix, Verify Muster. Das heißt, man teilt die Aufgabe auf, zum Beispiel in das Identifizieren von Textstellen, wo eine Korrektur oder eine Arbeit notwendig ist. Das ist die Stufe von Find. Dann werden andere Türker auf diese Stellen losgelassen und sie sollen Korrekturen vorschlagen. Das ist der Fix-Schritt. Wenn Korrekturen vorgeschlagen worden sind von bestimmten Türkern, dann werden andere Türker engagiert, um diese vorgeschlagenen Korrekturen zu validieren. Das ist der Verify-Schritt. Jede von diesen Teilaufgaben kann nun unabhängig von mehreren Türkern gemacht werden und das ganze Zusammenspiel ergibt eine hohe Qualität für wissensintensive, für komplexe Aufgaben. Als letztes möchte ich noch auf einige provokative Thesen von Arroyo und Welty hinweisen, die sie zur manuellen Annotation mit der Crowd gemacht haben. Gemäß Arroyo und Welty gibt es gewisse Mythen, die die Anwendung von Crowdsourcing-Techniken zu Unrecht verhindern. Einer der wichtigsten Mythen, den sie identifizieren, ist, dass es nur eine Wahrheit gibt, der Goldstandard. Damit zusammenhängend ist, dass es reicht, eine Expertenannotation zu produzieren, um diese eine Wahrheit zu entdecken. Oft hängt damit zusammen der Glaube, dass Experten besser sind als Laien, dass Laien diese Aufgabe nicht zuverlässig lösen können. Ein vierter Punkt hängt damit zusammen, dass man denkt, dass Annotationsdifferenzen grundsätzlich etwas Schlechtes sind, das bekämpft werden muss, und zwar durch immer ausführlichere Richtlinien, die letztendlich die Aufgabe nur noch für Experten lösbar machen, da nur noch Experten diese komplexen Richtlinien überhaupt kennen können. Der fünfte Mythos hängt mit dem vorangehenden zusammen, nämlich, dass je weniger Differenzen in den Annotationen existieren, die Annotationen umso besser sind. Das heißt, Reliabilität wird mit Validität, Gültigkeit verwechselt. Wir haben gesehen, Bezahldienste, Gamification und Freiwilligenarbeit sind drei unterschiedliche Möglichkeiten, um die Crowd für Datensammlung, für die Annotation zu nutzen. Citizen Science, Bürgerwissenschaften erleben mittlerweile im digitalen Zeitalter eine neue Blüte. Das sollte man ausnützen. Für brauchbare Resultate, ob man Bezahldienste, Gamification oder Freiwilligenarbeit benutzt, muss ein geeignetes Qualitätsmanagement überdacht und auch eingeführt werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen Crowdsourcing, seine Möglichkeiten, seine Herausforderungen für die Digital Humanities ein bisschen ans Herz legen konnte. Vielen Dank.